Du kannst nicht länger als 20 bzw. 30 Minuten sitzen bleiben, weil sonst du Schmerzen im unteren Rücken oder im Gesäß bekommst. Und nachts werden deine Beschwerden sogar schlimmer als tagsüber. Und wenn du sogar die Diagnose Piriformis-Syndrom bekommen hast, dann musst du unbedingt dieses Video bis zum Ende anschauen. Heute erfährst du, warum der Piriformis-Muskel alleine nicht die Ursache für deine Beschwerden ist, wie du herausfinden kannst, was tatsächlich die Ursache von deinen Beschwerden ist und, ja klar, was du dagegen tun kannst. Also, bleib dran! Häufig werden Patienten mit Gesäßschmerzen mit einem Piriformis-Syndrom diagnostiziert. Viele bekommen als Erklärung dazu, der Piriformis-Muskel wäre zu verkürzt, zu verspannt und das würde dann halt den Nerv, den Ischiasnerv, einklemmen. Also musst du den Piriformis-Muskel dehnen, um deine Beschwerden loszuwerden. Und wenn auch dir das gesagt wurde, dann pass auf. 3 Gründe, warum das nicht so wirklich stimmen kann. Grund Nummer 1. Verkürzter Muskel. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch wenn der Piriformis-Muskel komplett durchtrennt wurde, das heißt, er ist gar nicht mehr verspannt, der zieht sich gar nicht mehr zusammen, weil eine Ende durchschnitten worden ist, die Beschwerden nicht abgenommen haben. Abgesehen davon, dass es anatomische Varianzen gibt, das heißt die Position von dem Muskel oder die Position von dem Nerv, wie der verläuft, unterschiedlich ist und das auch keinen Einfluss auf die Beschwerden hat. Also ist es unwahrscheinlich, dass durch eine Muskelverkürzung deine Beschwerden ausgelöst werden. Grund Nummer 2. Einklemmung von Ischiasnerv. Wenn des Nervs jetzt angeklemmt wäre bzw. an deinen Beschwerden beteiligt wäre, dann müssen auch Nervensymptome auftreten. Und Nervensymptome sind Taubheitsgefühle, sind Kribbelgefühle, Veränderung der Kraft, das heißt, die Muskulatur wird schwächer und du solltest eine Ausstrahlung haben in den gesamten verlaufenden Nerv. Das heißt, deine Schmerzen, die würden sich nicht nur an den Gesäßbereich konzentrieren, sondern den gesamten Nervenverlauf von dem Gesäß über den Oberschenkel, hinter zur Wade hin bis zum Fuß hin. Deine Schmerzen müssten sich dann auch eher brennend anfühlen oder einen einschießenden Schmerz. Bei den allermeisten Patienten, die mit Gesäßschmerzen zu mir in der Praxis kommen, die beschweren sich aber eher von tiefen Sitzen und eher so dumpfer Schmerzen tiefen in den Gesäß drin. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass du den Nerv, den Ischiasnerv einklemmst, ohne dass du Nervensymptome hast, ist ja eher gering. Und zu guter Letzt, bei den Patienten, wo eine Nervsymptomatik vorhanden ist, das heißt Ausstrahlung, das heißt Kribbelgefühl, das heißt Taubheitsgefühl, bei diesen Patienten nur 6 bis 8% kommen von einem Muskel bzw. von der Muskulatur. Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit kommen die Beschwerden viel mehr entweder durch Arthrose oder durch einen Bandscheiben in den Rücken selber, als jetzt durch die Muskulatur vom Gesäß. Wenn dieser Muskel aber nicht die Ursache für deine Beschwerden ist, was ist denn sonst? Eine häufige Ursache jedoch sind die Außenrotatoren der Hüfte. Diese Muskeln sitzen tief im Becken drin. Und um diesen Muskel zu reizen, um zu gucken, ob die verantwortlich sind für deine Beschwerden, kannst du einfach diesen Test durchführen. Für diesen Test willst du den Außenrotatoren reizen. Diesen Muskel, das sind mehrere, wovon der Piriformis eins davon ist, die verlaufen von dem Kreuzbein, von den unteren Anteil den Kreuzbein und Darmbein und gehen dann schräg nach unten zum Hüftknochen hin. Das Ziel ist, dass du mit deiner Hand diesen Muskel ertasten kannst. Dafür solltest du dich hinsetzen auf einen Stuhl, die auch eine weiche Polsterung hat. Und du wirst jetzt halt mit deinen Fingerspitzen diesen Muskel tasten. Dafür platzierst du die Finger um den Sitzhocker nach innen hin, Richtung Gesäßbereich. Und jetzt bringst du das Bein auf einen Stuhl, der vor dir steht.
Dein Oberkörper soll die ganze Zeit gerade bleiben und der Test beginnt, indem du das Bein als erstes leicht nach innen bringst. Deine Finger palpieren weiterhin die Muskulatur und dann drehst du die Hüfte nach innen. Durch diese Position, das heißt das nach innen bringen vom Bein plus das nach innen drehen der Hüfte, hast du eine maximale Dehnung von den Außenrotatoren. Wenn du jetzt halt den Druck mit den Fingern nach oben bringst, Richtung Becken hin, wirst du diese Muskulatur auch noch einen extra Reiz aussetzen. Bleib in dieser Position mit nach innen gedrehter Hüfte für ungefähr 20 Sekunden. Und dadurch sollen dann halt deine Beschwerden ausgelöst werden. Wenn du also bei dieser Haltung deine Schmerzen auslösen kannst, dann handelt es sich hochwahrscheinlich um einen, was wir nennen, Deep Gluteal Syndrom und nicht ein Piriformis Syndrom. Muskelschmerzen, seien die irgendwo anders oder im Gesäß, treten häufig auf, weil die Muskulatur nicht in der Lage ist, die tägliche Belastung Widerstand zu halten. Nicht selten sitzen wir zu lange und haben Mangel an Bewegung. Das sorgt dafür, dass deine Muskulatur geschwächt wird. Kräftigungsübungen sind genau die richtige Lösung, um deine Muskulatur zu stärken, deine Schmerzen zu lindern und langfristig auch beschwerdenfrei zu bleiben. Und wie du genau diese Muskulatur stärkst, zeige ich dir jetzt. Diese Übung ist ganz spezifisch, um den tiefen Beckenmuskel, das heißt die Außenrotatoren der Hüfte, zu trainieren. Dafür solltest du dich auf der Seite hinlegen. Deine schmerzhafte Seite, die wird nach oben gezeigt. Die wollen wir als erstes trainieren. Das untere Bein bleibt jetzt gestreckt. Das obere Bein, du wirst beginnen mit einer 45 Grad Beugung. Das heißt, deine Hüfte soll jetzt in 45 Grad gebeugt sein. Den Oberkörper kannst du einfach auf den Boden ablegen. Und das ist jetzt eine kombinierte Bewegung von der Hüfte her. Du solltest deine Hüfte als erstes aufklappen nach oben und jetzt gleichzeitig nach außen drehen und zu dir beugen, bis du in 90 Grad bist. Dann wieder loslassen und wieder nach unten ablegen. Achte darauf, dass dein Becken ganz gerade bleibt, dass du während der Bewegung das Becken nicht nach hinten fallen lässt und dann beginnst du wieder von vorne. Deine Hüfte ist ungefähr 45 Grad gebeugt, dann das erste Bein nach oben, dann das Knie nach außen, nach oben Richtung Decke drehen und weiterhin das Knie zu dir Richtung Brustkorb bringen, um dann wieder loszulassen und entspannen. Und noch einmal. Als erstes 45 Grad Beugung, Hüfte aufklappen, Knie bleibt zeigend nach vorne, dann das Knie nach oben drehen Richtung Hüfte und als letztes zu dir ranziehen, um dann wieder loslassen. Diese Kombination von Bewegung sorgt dafür, dass die Außenrotatoren besonders gestärkt werden, aber auch, dass dein Ischiasnerv seitlich an den Hüftknochen mobilisiert wird. Und als nächstes kommt dann der Piriformismuskel an sich, weil auch er ein Außenrotator der Hüfte ist. Dafür solltest du dich jetzt halt erstmal so halb hinsetzen, beziehungsweise deinen Oberkörper an den Unterarm ablehnen. Deine beiden Beine sind jetzt gebeugt auf die gleiche Höhe und jetzt dein Standbein, das sollte jetzt halt die nicht schmerzhafte Seite sein. Die beugst du jetzt ein bisschen an, damit du jetzt Stabilität bekommst. Das wird dir helfen, dein Becken stabil zu halten. Als nächstes streckst du dann die Seite, die du üben willst, ein bisschen nach vorne ab. Und nun beginnt die Übung, indem du das Bein seitlich abspreizt, weil der Piriformis und auch die Außenrotatoren eine Abduktion, das heißt eine Spreizung der Hüfte macht. Und in dieser Position wirst du nun das Knie nach außen fallen lassen, das Bein nach außen fallen lassen. Das ist ja die Außenrotation. Und als nächstes das Knie so weit wie möglich nach innen zu bringen. Behalte die ganze Zeit die 90 Grad Beugung im Knie. Dein Oberkörper soll jetzt gerade bleiben und diese Bewegung solltest du jetzt 12 bis 15 Mal wiederholen.
Das heißt, einmal die Hüfte nach außen drehen, aufklappen, so als ob du das Knie jetzt Richtung Boden bringen willst. Und dann, wenn du am Ende der Bewegung angekommen bist, machst du das gleiche nochmal in der Innenrotation. So weit wie du kannst rein. Einen kleinen Hinweis. Wenn du eine frische operierte Hüfte hast, ein frisches TAP heißt, frisch heißt frischer als 6 Monate, dann darfst du schon diese Übung ausführen, jedoch solltest du die Bewegungsausmaß nicht so weit machen. Das heißt, du solltest dann die Hüfte nicht so weit nach breit bringen und dann auch sowohl das Außendrehen als auch das Innendrehen in eine kleine Bewegungsausmaß durchführen. Wenn deine Hüft-Tap aber jetzt schon ein bisschen länger ist, dann ist es überhaupt kein Problem, dass du die volle Bewegungsausmaß auch ausnutzt. Bein ein bisschen aufklappen, Knie bleibt in 90 Grad, das Becken bleibt gerade nach vorne und dann Knie nach unten bringen, so weit wie du kannst Richtung Boden und dann auch in die andere Richtung, so dass du das Knie, die Innenseiten vom Knie Richtung Boden bringst, jetzt nach innen. Wichtig ist, dein Becken darf nicht so weit hochkommen. Bei dieser Übung solltest du zuerst mit der betroffenen Seite beginnen, aber danach auch die gesunde Seite üben. Damit hältst du die Muskulatur im Gleichgewicht. Du kannst auch die gleiche Wiederholungsanzahl behalten, auch bei der gesunden Seite. Der Unterschied ist nur, dass die Übung auf die gesunde Seite sich leichter anfühlt. Bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du weiter solche hilfreiche Videos bekommen möchtest, wie du mit einfacher Übung Schmerzen linderst, beweglicher und stärker wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche 2 neue Videos für deine Gesundheit. Wichtig bei Muskelbeschwerden ist auch, dass du den Schwierigkeitsgrad der Übungen erhöhst. Bei der Übung von davor, die arbeiten nur mit der Schwerkraft. Die nächste Übung könntest du auch sehr gut mit einer Manschette, mit einer Gewichtsmanschette machen, damit die schwieriger wird. Dafür solltest du die jetzt auf den Boden hinlegen und dein Rumpf, die sollte so ungefähr 20 bis 15 cm von der Wand entfernt sein. Du legst die auf der Seite, die betroffene Seite liegt jetzt halt oben. Mit deiner Hand kannst du dein Becken stabilisieren, damit bist du dir sicher, dass du keine Kompensation ausübst. Das heißt, du weichst von der Hauptbewegung nicht ab. Das Bein sollte jetzt gestreckt bleiben und bringst sie dann nach hinten, sodass deine Ferse Kontakt mit der Wand hat. Als erstes sollte dein Fuß nach vorne zeigen. Durch das Ausspreizen der Hüfte hast du schon die erste Aktivierung von dieser Muskulatur. Und jetzt kommt das Wichtigste. Du drehst die Hüfte nach außen, weil das sind ja die Außenrotatoren, so dass dein Fuß jetzt Richtung Decke zeigt, bzw. nach oben. Und in dieser Position spreizt du dann weiter das Bein nach oben hin. Achte darauf, dass du mit dem Becken nicht komplett nach hinten kippst. Das Becken soll schön nach vorne zeigen und stabil bleiben. Je weiter du die nach vorne bringst, desto mehr wirst du auch spüren, dass dein Fuß abweicht nach innen. Spanne dagegen und bring deinen Fuß weit nach oben. Und dann einfach wieder runterlassen und gleichzeitig den Fuß nach innen drehen, beziehungsweise gerade wieder nach vorne. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt 12 Mal, Ziel wäre sogar 15. Das heißt, Becken stabil, gerade nach vorne zeigen, dein Fuß zeigt nach vorne, dann Fuß nach oben drehen und gleichzeitig das Bein spreizen. Fuß dreht sich wieder nach innen und dann das Bein wieder nach unten bringen. Und noch einmal. Fuß nach oben drehen, Becken zeigt nach vorne und dann nach oben Richtung Decke. Wenn du hier oben bist, das Becken wirklich stabil nach vorne zeigt, dann wirst du auch spüren, wie tief im Gesäß deine Muskulatur aktiviert wird, um dann wieder runterzulassen, nach unten. Auch hier 12 Wiederholungen. Wichtig ist, dass du den Kontakt mit der Wand nicht verlierst während die ganze Serie. 3 Serien davon solltest du wiederholen. Wenn es dir zu schwer ist, weil du jetzt halt gegen die Wand auch arbeitest, dann kannst du auch weniger Wiederholungen durchführen, aber idealerweise wirst du dann halt statt 3, 4 Serien durchführen mit 6 bzw. 8 Wiederholungen. Und für die letzte Übung brauchst du jetzt eine Stufe.
Du kannst auch ein paar Bücher auf dem Boden hinstellen oder auf dem Sofa machen. Wenn es ein bisschen tiefer ist, ist die Übung schwerer. Je höher es ist, desto leichter wird die Übung. Die betroffene Seite, die platzierst du als erstes auf der Stufe drauf. Es ist sinnvoller, dass der komplette Fuß auf der Auflagefläche drauf platziert ist. Dein Gewicht verlagerst du auch jetzt auf das Bein, was jetzt auf die Stufe drauf ist. Und nun gehst du jetzt in eine tiefe Kniebeuge. Es ist kein Problem, dass das Knie über deinen Fuß drüber ist. Und mit dieses Bein stützt du dich dann wieder ab, dass du in eine aufrechte Haltung reinkommst. Hier in die Beugung reingehen, Knie kommt nach vorne und dieses Bein, das hinten ist jetzt nur zum Gleichgewicht, drückst du dich dann wieder nach oben wieder weg. Hauptsächlich solltest du bei dieser Übung deinen Gesäßmuskel anspannen, dass du durch die Anspannung der Gesäßmuskel dich hier wieder hochschiebst. Das andere Bein ist nur zum Gleichgewicht da. Wenn du keine Schmerzen hast, musst du dich keine Gedanken darüber machen, dass das für dein Knie schädlich sein sollte. Druck ist gut und gesund für deinen Knorpel. Die betroffene Seite zuerst, 12 bis 15 Wiederholungen bis zu 3 Serien. Wenn du fertig bist mit der betroffenen Seite, dann einfach um das Gleichgewicht zu halten, die gleiche Übung auch auf der anderen Seite. Und auch hier, das Bein, was arbeitet, ist das, was auf die Stufe drauf ist. Tief in die Kniebeuge reingehen, Knie nach vorne und dann wieder hochkommen. Achte darauf, dass dein Knie nicht zu doll nach innen abweicht, weil dadurch du ein bisschen an Effektivität von der Übung verlierst. Das heißt, es bleibt in einer Linie über deinen Fuß, auch wenn es nach vorne zeigt, und dann von hier wieder hoch nach oben. Und ganz bewusst beim Hochkommen die Gesäßmuskel auch anspannen, Popo zusammenkneifen und dann wieder hoch. Mit diesen Übungen kannst du sehr gut deine tiefen Gesäßmuskel stärken, aber auch an Flexibilität gewinnen. Dadurch reduzierst du deine Beschwerden und linderst auch deine Schmerzen. Mach dir keine Sorgen, wenn du während der Übung Beschwerden hast. In einer Skala von 0 bis 10, wo 10 das allerhöchste Schmerzen ist, werden während der Übung auch Schmerzen bis im Bereich von 3, 5 akzeptiert. Das Wichtigste ist, wie du dich fühlst 24 Stunden nachdem du die Übungen gemacht hast. In diesem Zeitraum sollen deine Beschwerden deutlich abnehmen bzw. sollst du dich besser fühlen. Ein Zeitraum von mindestens 3 Monate ist das, wo man sagen kann, dass deine Muskulatur sich angepasst hat und du an Kraft gewonnen hast. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!